Hä? Yippie-ki-moo, Motherfucker. Hallo zusammen, hier spricht Rain. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, einem eurer Charaktere die Fähigkeit zu verleihen, sich zu verwandeln? Er könnte beispielsweise eine Art Werwolf sein, der sich im Kampf kontrolliert verwandeln kann. Wäre schon cool, oder? Ich werde euch heute zeigen, wie ihr das umsetzen könnt, und zwar komplett ohne Plugins und ohne eine einzige Zeile Skript. Vorab, meine Version vom RPG Maker ist auf Englisch gestellt, ich werde euch die relevanten Begriffe aber wie immer auf Deutsch und Englisch nennen. Ich verwende den RPG Maker MV, die Methode sollte aber mit so ziemlich jeder Edition funktionieren. Die Begriffe unterscheiden sich teilweise ein wenig zwischen den unterschiedlichen RPG Maker Editionen, besonders in der deutschen Übersetzung. Ihr solltet das aber, denke ich, problemlos finden können. Los geht's! Zuerst öffnen wir die Datenbank, klicken auf Typen, Types und klicken unter Skill-Typen, Skill Types auf Maximum ändern, Change Maximum. Hier erhöhen wir den Wert um 1. In der neuen Zeile geben wir Monster ein oder Werwolf oder wie auch immer ihr diesen Skilltyp nennen wollt. Das ist die Kategorie, der wir alle Skills zuordnen, welche nur während der Verwandlung verfügbar sein sollen. Als nächstes klicken wir auf Zustände, States, und fügen hier einen neuen Zustand ein. Diesen nennen wir ebenfalls Monster oder wie auch immer ihr ihn nennen wollt. Ich gebe ihm hier jetzt dieses Icon. In meinem Fall möchte ich, dass die Verwandlung 5 Runden dauert. Wenn der Kampf vor diesen 5 Runden vorbei ist oder der Spieler sich außerhalb des Kampfes verwandelt, soll die Verwandlung nach 100 Schritten enden. Daher wähle ich bei zeitabhängiger Autoaufhebung, Auto Removal Timing, Rundenende, Turn End und gebe bei Dauer in Runden, Duration in Turns, 5 bis 5 ein. Ich wähle Aufheben beim Gehen, Remove by Walking und gebe bei Schritte, Steps 100 ein. Falls ihr die Verwandlung übrigens nur im Kampf haben wollt, dann wählt Nach Kampf aufheben, Remove at Battle End aus. Das mit den Schritten könnt ihr euch dann sparen. Unten gebe ich noch die Nachrichten ein, die ich möchte, aber was ihr hier reinschreibt, ist euch überlassen. Unter Eigenschaften, Traits, doppelklicken wir eine Zeile, wählen den Reiter Skill und aktivieren Skilltyp hinzufügen, Add Skill Type. Dann wählen wir im Dropdown-Menü den Skilltyp, den wir vorhin erstellt haben. Und OK. Wenn wir jetzt möchten, dass während der Verwandlung ein bestimmter Skilltyp nicht zur Verfügung steht, beispielsweise Magie, doppelklicken wir erneut eine Zeile, wechseln zum Reiter Skill, aktivieren Skilltyp verbieten, Seal Skill Type und wählen den Skilltyp, den wir blockieren wollen. In meinem Fall also Magie. Falls ihr möchtet, könnt ihr unter Rate, Rate und Parameter, Parameters noch weitere Dinge anpassen. Ich sage zum Beispiel, die Monstergestalt erhöht die physische Angriffskraft und Verteidigung meines Charakters auf 120%. Beachtet, dass all diese Effekte, das Hinzufügen des Monster-Skilltyps, das Blockieren des Magie-Skilltyps und auch die Boni und Mali auf Parameter nur so lange anhalten wie der Effekt. Der Effekt selbst bietet uns außerdem eine wunderbare Möglichkeit zu prüfen, ob wir noch verwandelt sind. Als nächstes gehen wir in die gewöhnlichen Ereignisse, Common Events, und legen hier ein neues Ereignis an. Ich finde Common hier mit gewöhnlich zu übersetzen etwas unglücklich. Früher hießen sie allgemeine Ereignisse, was auch besser passt, aber naja. Ich nenne meines jetzt Monster Plus. Dieses Event soll ausgeführt werden, wenn der Charakter sich verwandelt. Wir lassen den Auslöser, Trigger, auf keine, None. Jetzt fügen wir folgende Eventbefehle hinzu. Animation anzeigen, Show Animation, Spieler, Player und wählen eine Animation aus. Ich habe hier eine zusammengebastelt, was ihr dafür nehmt, ist aber euch überlassen. Man kann das auch ganz weglassen, ich finde es persönlich nur schöner. Als nächstes Akteurbilder ändern, Change Actor Images. Da ich keine Werwolf-Grafiken habe, verwende ich einfach das Porträt und den Charakter-Sprite des Minotaurus. Als Sideview-Battler nehme ich diese animierte Version des Minotaurus-Battlers, die ich mir heruntergeladen und etwas modifiziert habe. Schließlich einen letzten Befehl, Schalter steuern, Control Switches. Wir legen einen neuen Schalter an und nennen ihn Monster. Diesen schalten wir auf ein. Warum wir das brauchen, sehen wir gleich. Wir legen nun ein zweites Gev-Ereignis Common Event an. Ich nenne es Monster Minus. Wir setzen den Auslöser, Trigger, auf Parallel. Ihr seht, jetzt muss hier ein Schalter, Switch, angegeben werden. Das müssen wir machen und der muss auch an sein, ansonsten ist das Event nämlich nicht aktiv. Wir wählen also den Schalter Monster aus. Ganz umsonst ist es aber nicht, wir können den Schalter zum Beispiel nutzen, um irgendwelche Events ein- und auszublenden, während der Charakter verwandelt ist. Zum Beispiel irgendwelche Fährten, die er nur als Werwolf wahrnehmen kann. Wir fügen dem Event nun eine verzweigte Bedingung, Conditional Branch, hinzu. Im Reiter Nummer 2 wählen wir Akteur, Actor, den Namen unseres wechselhaften Charakters,
Zustand, State und wählen unseren Monsterzustand aus. Dann setzen wir noch einen Haken bei Else-Verzweigung erstellen, Create Else Branch. Okay, was uns jetzt interessiert, ist, wenn der Charakter nicht mehr von dem Zustand betroffen ist. Also fügen wir alle weiteren Befehle unter Else hinzu. Das Ganze ist es analog zum ersten Event. Animation anzeigen, Show Animation. Ich habe mir hier eine zweite Animation für die Rückverwandlung gebastelt. Sie ist identisch mit der ersten, nur ohne Monsterbrüllen. Akteurbilder ändern, Change Actor Images. Diesmal wechseln wir wieder zu den ursprünglichen Grafiken zurück. Und schließlich Schalter steuern, Control Switches, um den Monsterschalter auszuschalten. Last but not least benötigen wir einen Skill, der die Verwandlung auslöst. Wir gehen also zu Skills und legen einen neuen Skill an. Ich nenne ihn hier Transformation und weise ihm den Skilltyp, Skilltype, Magie zu. Beschreibung, Icon, Kosten und so weiter ist euch überlassen. Unter Bereich, Scope, wählen wir der Benutzer, the User, und unter Anlass, Occasion, immer, always. Oder, falls ihr den Skill nur im Kampf einsetzen wollt, Kampfbildschirm, Battle Screen. Unter Animation, Animation, wähle ich dieselbe Animation, die ich im Common Event Monster Plus abspiele. Dieser Befehl des Common Events wird im Kampfbildschirm nämlich ignoriert. Was ihr hier unter Mitteilung, Message und Waffen, Weapons einstellt, ist euch überlassen. Unter Effekte, Effects, doppelklicken wir in eine Zeile, wählen den Reiter Zustand, State, Zustand hinzufügen, Add State und wählen den Monsterzustand aus. Die Chance darauf lassen wir auf 100%. Okay, dann doppelklicken wir in die nächste Zeile, wählen den Reiter Sonstige, Other, aktivieren Gewöhnliches Event, Common Event und wählen Monster Plus. Fast fertig. Eine letzte Sache fehlt noch. Wir haben nämlich ein kleines Problem. Wir verwenden ein paralleles allgemeines Event, das prüfen soll, ob der Charakter noch den Zustand Monster hat. Und wenn dem nicht der Fall ist, soll es den Charakter zurückverwandeln. Schön und gut. Außerhalb vom Kampf funktioniert das wunderbar. Dumm nur, dass parallele allgemeine Events nicht ausgeführt werden, wenn wir uns im Kampfbildschirm befinden. Soll heißen, wenn wir uns im Kampf befinden, müssen wir an anderer Stelle prüfen, ob der Charakter noch vom Zustand Monster betroffen ist. Und das machen wir unter Truppen, Troops. Wir verwenden dafür eine Seite im Kampfereignis, Battle Event. Wir erzeugen eine verzweifelte Bedingung, Conditional Branch, genau wie vor einem allgemeinen Event. Reiter 2, Akteur, Actor, Zustand, State, Monster und den Haken bei Else-Verzweigung erstellen, Create Else Branch nicht vergessen. Unter Else führen wir das allgemeine Event Common Event Monster Minus aus. Ach ja, Bedingungen, Conditions, setzen wir auf Rundenende, Turn End und Spanne, Span auf Runde, Turn, damit das jede Runde und zwar immer bei Rundenende einmal geprüft wird. Das hier müsst ihr übrigens bei jeder Truppe machen. Übrigens keine Sorge, falls ihr mal einen Kampf skripten wollt. Ihr könnt hier mehrere Ereignisseiten anlegen und solange ihre Bedingungen erfüllt sind, werden die parallel zueinander ausgeführt. Ich hab's getestet, funktioniert einwandfrei. Und das war's. Schauen wir uns mal an, wie das Ganze aussieht. Wenn ich mich jetzt verwandle, wird die Animation wie gewünscht abgespielt. Nach 100 Schritten verwandle ich mich automatisch wieder zurück. Im Kampf sieht das so aus. Die Kategorie Monster wird derzeit nicht angezeigt. Dann verwandeln wir uns mal. Wie ihr seht, kann ich jetzt keine Magie mehr anwenden. Der Skilltyp ist zwar noch vorhanden, aber die Skills sind alle nicht anwählbar. Hier haben wir unsere Kategorie mit den Monster-Skills. Ich habe jetzt mal 3 Skills erstellt, einfach zur Demonstration. Die muss unser Charakter übrigens ganz normal lernen, entweder über Level oder über ein Event. So, 5 Runden vorbei und wir sind wieder normal. Magie geht wieder und die Kategorie Monster ist weg. Das funktioniert übrigens auch, wenn wir uns außerhalb vom Kampf verwandeln und als Monster in den Kampf gehen, oder andersrum. Mehr steckt nicht dahinter. Jetzt wisst ihr, wie ihr einen Charakter zum Werwolf machen könnt. Oder Wehrstier oder von mir auch aus Wehrhäschen. Das wäre zumindest mal was anderes. Und damit viel Spaß beim Makern. Wenn euch das Tutorial gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Und wenn ihr mehr sehen wollt, lasst auch ein Abo da und vergesst nicht, das Glöckchen klingeln zu lassen, damit ihr immer über neue Videos informiert werdet. Das war's von meiner Seite. Bis zum nächsten Mal. Euer Rain. Hey, wenn wirklich mal einer von euch ein Spiel mit einem Wehrhäschen als Charakter macht, dann stelle ich mich gerne als Beta-Tester zur Verfügung.